Ja, liebe Freunde, servus, ich bin der Gangl. Das war eigentlich ganz anders geplant. Mit meinen Freunden wollte ich also runter nach Bali segeln. Aber die Corona hat uns hier festgenagelt. Wir haben also so quasi hier ein Exil auf Kapas gefunden. Am Land wären wir festgehalten worden. Und so haben wir uns entschlossen, hier auf dieser Insel unsere Quarantäne zu verbringen. Und was die letzten Zeit jetzt da passiert ist, das zeige ich euch jetzt. Ja, wunderbar. Dann haben wir die Alleinreisenden. Derweil, es kann ja keiner da bleiben. Wenn jeden erwischt. Ja. Aber eher oder später, ist doch scheißegal. Also, Prost. Über Singapur. über Singapur, ja. So, Wärmekamera. Was heißt Wärmekamera? Aufs Viehhaus. Ja, ob's Fieber ist. Das haben die Chinesen, wo ich damals eingereist bin, da haben sie auch ein Virus gehabt, SARS. Genau. Und da haben sie sogar unterwegs im ganzen Ding, waren immer Kontrollen durch Tibet. Und da haben sie nachher die Reifen abgespritzt mit so einem Chemikalienzeichen. Ne, und da haben sie, wo wir durchmarschiert sind, da noch nicht einer nach dem anderen, ausschaut als wie Pistolen. Zack, haben sie das hier nachgehalten. Da habe ich gesagt, Günther, fotografiert ist, fotografiert ist. Ja, hier auf dem Schiff, da musst du also Motorkunde beherrschen, du musst total mit der Elektrik fertig werden, du musst also ein Schlosser sein und ein Schreiner sein, also 4 Berufe. Und genau die 4 Berufe habe ich früher als Mühlenbauer gehabt. So, darum habe ich mich also mit dem Schiffbau so leicht getan und konnte also mir einen riesen Kahn selber bauen. Und jetzt habe ich natürlich diese Vorteile auf See immer wieder, weil ich mir überall helfen kann. So muss es sein, denn diese Leute, die also ohne Wissen glauben, eine Weltumsegelung antreten zu können und haben null Ahnung, die haben die Arschkarte garantiert. Die müssen wegen jedem Scheißdreck brauchen die also einen Mechaniker und der ist nicht immer da. Also ich habe viele Leute kennengelernt, die kennen außer Nasenputzen selber nichts. Und da haben sie halt unterwegs viel Probleme. Was die Operation für einen 80-Jährigen? Lampe geht nicht und das Kabel geht nicht. Ja, das ist der scheiß Plastik. Allweil Plastik, die ganze Welt ist Plastik. Früher aus Eisen ist nichts kaputt gegangen. Da ist die Halterung für den Stift da, für die Connection ist ausgebrochen. Ja, entweder jetzt werden wir es erst einmal probieren, mit Epoxy einkleben, was eigentlich halten müsste. Sauber machen, mit Epoxy einkleben und dann muss die ganze Scheiße eigentlich wieder gehen. Und wenn es nicht geht, dann verbinde es einfach. Dann nehme ich den ganzen Scheißdreck weg
tue das da mit einem Ding verbinden. Also das bringe ich hin. Aber jetzt muss ich meine Gehirnnerven schärfen. Und das geht bloß mit Bier. Anders geht es ja gar nicht. Weil das ist jetzt alles verbraucht, was ich da drum an Hirnmasse habe. Und das muss ich wieder auffrischen. Prost! Prost. Saufen ist duftig. Ah. Wie sagen die Bergsteiger? Auf, Mechi! Das ist Sklavenarbeit. Nichts für einen alten Mann. Schaukeln, schaukeln, schaukeln und nachher siehst du nicht auf, wo die Schrauben drin sind. 1000-mal auf einen Haxen stehen und Gottes Willen. Aber es ist drum. Und das ist immer meine Devise. Wenn es beim ersten Mal nicht geht, geht es beim zweiten Mal oder es geht nach einem Monat, aber es muss gehen. Niemals aufgeben, so lange wehren, bis man es begriffen hat. Ja, oft begreift man was nicht und macht was falsch. Dann machen wir es so lange dann, bis man die Scheiße löst. Die meisten Probleme löse ich aber im Bett. Wenn ich 3 Stunden nicht schlafen kann, dann arbeitet der Computer. Coca-Cola. Aber jetzt da dran. Wenn wir jetzt zum Scheißhaus kommen, nehme ich 5 Fackel links und rechts. Ja, die Hamsterkäufe der Deutschen haben mich angesteckt. Wir haben heute eingekauft, Riesenshopping, und haben also eingekauft, was gerade geht, außer Klopapier. Weil Klopapier brauchen wir nicht. Das ganze Schiff ist voll gebunkert mit lauter Zeug, weil man weiß ja nicht, was auf uns zukommt. Weil wie es ausschaut, kommen wir jetzt nicht nach Indonesien. Ist schon Einfuhrsperre für die Deutschen. Und jetzt kamen wir halt da in Thailand rum, bis sich die Sache gelockert hat, und dann schauen wir weiter. Malaysia, ja. Ja, nach Indonesien fahren wir halt dann später. Oder überhaupt nicht. Ja, wir kochen heute Reis mit Garnelen, schöne dicke Fette. Schaut so mal die Dinge an. Sehene Brocken.
Weil wenn wir schon bald sterben müssen, wollen wir die letzten Tage noch gut, schön leben. Ne? Was natürlich noch der ideale Abschuss gab, waren ein paar Mädels, aber die gibt es da bei den Moslems nicht. Also müssen wir trocken das überstehen. So. Jetzt einen guten Appetit. Lasst es euch schmecken. Fühlt euch im Paradies zu Hause. So, fertig. Der Gang hat nach 32 Jahren seinen ersten IPER an Bord. Weil ich nie jemand auf Langfahrt mitgenommen habe. Und dass man die, meine Gäste, die jetzt da mitfahren, nach Indonesien runter, nicht in Posen scheißen, verstehst, habe ich mir dieses Gerät da zugelegt. Dass wir auch wieder gefunden werden. Und dass wir noch an der Verona verrecken. Ja, liebe Freunde, ich habe fertig. Und zwar haben wir jetzt gerade ein kleines Schiff gemacht zum Auslaufen, weil wir haben da ein Problem. Wir dürfen ja in Indonesien nicht einreisen, wegen diesem Corona, weil die uns eine Karenzzeit auferlegt haben, die von Deutschland einreisen, müssen also 14 Tage hinter sich gebracht haben. Und diese 14 Tage sind bei meinen Gästen also noch nicht rum. Und jetzt fahren wir also noch auf eine Nachbarinsel, um die restlichen Tage da zu verbringen. Und der René hat jetzt auch Gott sei Dank da gegoogelt, dass wir also, wenn wir eine Bestätigung haben, dass wir Corona-frei sind, dass wir in Indonesien einlaufen dürfen. Und das machen wir natürlich jetzt sofort. Weil ein bisschen länger warten, dann haben wir die Arschkarte, weil uns dann unten der Südostpassat erwischt und da müssen wir kreuzen, bis wir runter nach Bali kommen. Hurra, wir fahren aus dem Gefängnis raus! Jeder Hafen ist für mich ein Gefängnis, wisst ihr das? Willkommen im Paradies.
Sind wir nicht Gottes Kinder? Ha, Boys, ihr Stadtratten. So, das waren also die ersten Tage. Wenn es euch gefallen hat, schaut weiterhin auf meinen YouTube-Kanal, Facebook etc. Ihr werdet sehen, was der Gangerl in seine 32 Jahre Weltumsegler alles erlebt hat. Also, pfiat euch, servus. So, den ganzen Tag hat es mir bei der Arbeit zugeschaut. Und jetzt schau euch einmal zu. Hübsche Dirken.